Herzlich willkommen bei The Way of Business TV. Ich habe hier die wunderbare Anja Dietmeier sitzen und sie ist Coach, Beraterin und auch Therapeutin. Und ja, ich habe gehört, du hast einen besonderen Ansatz und auch einen besonderen Background. Erzähl doch mal von deinem Werdegang in den letzten Jahren. Ja, also mein Werdegang. Ja, vielleicht ganz kurz. Also mein Coaching ist fokussiert auf Frauen zum einen und im Bereich Beratung habe ich mich spezialisiert auf Beziehungspaarberatung und dann das Ganze nochmal eingebettet im ganzheitlich integrativen therapeutischen Kontext. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und wir beginnen mit Coaching zum Beispiel, kann es durchaus sein, dass vielleicht mal irgendwann ein Punkt kommen kann, dass man sagt, okay, das ist jetzt keine Thematik für Coaching mehr. Da ist vielleicht noch mal was anderes zu bearbeiten, dann kann ich auch da therapeutisch weiterhelfen. Okay. Ja, was ich die ganzen Jahre gemacht habe, ich hatte mich während dem Studium damit beschäftigt, da kam es eigentlich so ein bisschen bei mir auf, wie wurden wir eigentlich, wer wir sind? Das war so eine große Frage. Und das hat mich in die Bindungsarbeit geführt, also die zwischenmenschliche Bindung, Eltern-Kind-Bindung. Was ist sichere Bindung, wann ist eine Bindung unsicher und wann wird das Ganze vielleicht pathologisch. In dem Kontext hatte ich so vor vielen Jahren mal so begonnen und das hat sich so ein bisschen die ganze Zeit durchgetragen. Ich habe dann viel gearbeitet im Bereich Bildung, Beratung, Training, was man damals noch nicht Coaching nannte, heute nennt man es Coaching. Ja. Und dann irgendwann hat es mich in die USA verschlagen für 4,5 Jahre mit meiner Familie als sogenannte Expatriates. Und dann hat sich es nochmal für mich intensiviert, weil ich festgestellt habe, dass in diesem interkulturellen Kontext, also nicht nur wie wurden wir sind im Sinne von der Eltern-Kind-Beziehung, sondern eben auch im kulturellen Kontext nochmal eine neue Dimension dazukommt. Dann habe ich mich damit beschäftigt. Und das fand ich also hochspannend, weil Kultur heißt erstens mal nicht immer mental gesund. Ja? Und es prägt natürlich die Brille, mit der wir durchs Leben gehen. Also ist immer so, das, wie wir aufwuchsen im familiären Kontext, also Familienkultur und im gesellschaftlich-kulturellen Kontext, ist ja im Prinzip, ich nenne es mal so, unser Default-System, ja? Also wie so ein Grundprogramm. Dass wir auch gar nicht wirklich hinterfragen, was ist für uns Normalität. Und dann trifft diese Normalität auf die Normalität anderer und jeder denkt, ich bin doch normal und trotzdem sind wir komplett anders. Wie wir Dinge sehen, wie wir Okay, Dinge also für mein bewerten. Verständnis, du meinst, meine normale kulturelle Identität hier, beispielsweise, du sagtest, trifft dann auf die normale für die Leute kulturelle Identität der USA. Zum Beispiel, ja. Okay, ich verstehe. In einer Paarbeziehung jemand findet, jemand aus, ganz banal, Bayern trifft ein Berliner. Das ist ein kultureller Unterschied. Es ist auch ein sprachlicher Unterschied. Oh ja. Oder ich bin eigentlich aus Südhessen. Auch ich treffe vielleicht hier auf andere kulturelle Dinge in Berlin. Ja? Manchmal auch auf andere Vokabel, obwohl es die gleiche Sprache ist. Oder wenn jemand kommt, vielleicht aus dem asiatischen Bereich und trifft jemanden, der aus dem Nahen Osten kommt oder aus Amerika oder Lateinamerika, die haben alle eine andere Normalität. Das heißt, wir haben eine andere Normalität, was zwischenmenschliche Umgang anbelangt, was der Blick ist auf berufliche Dinge, berufliche Errungenschaften, auf Statussymbole, auf Kindererziehung, auf Schulbildung, auf gesellschaftliche Verhaltensweisen. Und das wird natürlich noch mal ganz spannend, wenn man als Paar zusammenlebt und nicht einen anderen kulturellen Hintergrund hat, oder auch eine andere Sprache hat, weil letzten Endes in unserem Gehirn, wenn wir uns unterhalten, zum Beispiel nehmen wir an, jemand ist Italiener und der andere Partner ist Spanier und die unterhalten sich jetzt auf Englisch. Ja? Das heißt, die haben erstmal eine gemeine formale Sprache, aber dann im Gehirn wird es eigentlich zurück übersetzt in die Muttersprache. Das heißt, das, was der andere sagt, interpretiere ich oder konnotiere in der Art und Weise, wie ich damit aufgewachsen bin. Ja? Und das heißt, es kann ganz schön zu Missverständnissen führen, weil Partner A etwas ganz anderes so versteht und es eben kein Problem ist und Partner B zum Beispiel nicht.
Aha. Ja? Okay. Zum Beispiel im Englischen gibt es den Begriff Excuse me. Das verwendest du, wenn du vielleicht irgendwo an jemanden vorbei möchtest im Geschäft. Es hat aber auch so eine, sag ich mal, so eine enttäuschte oder verärgerte Konnotation. Ja. Ja? Entschuldigung bitte hat im Deutschen nicht zwangsweise diese Konnotation. Ja? Ja. Insofern kann hier durchaus Missverständnisse entstehen. Oder zum Beispiel ein ganz prägnanter Punkt in den USA, zwischen USA und Deutschland ist, in Deutschland kannst du mit 16 Bier trinken, aber mit 18 erst Auto fahren. Mhm. Das ist für uns total normal. Und die Ja. Amerikaner können mit 16 Auto fahren, mit 21 ein Bier trinken. Und die Deutschen sagen, die spinnen, die Amis. Und die Amerikaner sagen, oh mein Gott, die spinnen, die Deutschen, wie können die jemanden so jung Alkohol trinken lassen, aber er darf nicht von A nach B fahren. Ja, Das ja. heißt, es ist vollkommen eine andere Normalität und es liegt eben in unserer Brille, in unserer Wertigkeit, ob wir es einfach als etwas anderes annehmen können oder ob wir es bewerten. Ja? Mhm. Und ob wir bewerten und wie wir bewerten, ist dann auch nochmal eine Thematik, die eher, sag ich mal, die hat einen kulturellen Aspekt, aber auch einen Bindungsaspekt. Mhm. Also ich bin natürlich schneller in der Negativbewertung drin, wenn ich mich innerlich eher unsicher fühle. Ganz grob gesagt. Ja, klar, macht Sinn. Ja. Okay, und Also deine insofern, Aufgabe ist einfach, dass du, also ich merke schon, du hast ja diesen Background einfach selber erlebt oder bist da ja auch selber sozusagen durchgegangen, weil du, was sagst du, 4,5 Jahre in den USA auch warst? genau. Dein Partner war Amerikaner oder was? Nee, mein Ehemann damals war Deutscher. Wir sind Mhm. als deutsche Familie rüber und wir haben uns dann aber drüben dann irgendwann getrennt und dann sind wir jetzt beide alle zurückgegangen, aber in unterschiedliche Plätze in Deutschland und ich bin mit meinen Töchtern nach Berlin gegangen. Aha, okay. So, und du hilfst jetzt einfach, ich sag mal, Frauen, aber auch Paaren dabei, diese interkulturellen Hindernisse, sage ich mal, ja, besser auseinander zu bröckeln oder zu verstehen und das auch anzunehmen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das trifft schon ziemlich ganz gut. Ich bin im Coaching, habe ich mich auf Frauen spezialisiert. In der Paarbeziehung, wie auch immer die Paarkonstellation ist, da ist hetero, homo kein Thema. Wer kommt, der kommt. Ja. Im therapeutischen Bereich ist es auch der Blick auf dieses Kultursensible. Mhm. Ja, es geht mir darum, dass die Menschen erstmal sich selber verstehen und sich selber annehmen und lieben lernen. Also so ein wichtiger Satz für mich ist Be the change you wish to see in the world. Kam mal eins von Mahatma Gandhi. Das Mhm. heißt, wenn ich etwas anderes um mich herum haben möchte und erleben möchte, dann macht es Sinn, dass ich bei mir beginne. Ja, klar. Und das macht Sinn, dass ich versuche, mich selber zu verstehen, wo ich herkomme und einmal auf der kognitiven Ebene, aber auch mit dem Herzen. Ja? Das ist auch gerade in der Paarbeziehung ganz wichtig, nicht nur mit dem Kopf zu verstehen, sondern eben mit dem Bauch, mit dem Herzen zu verstehen, wo der andere eigentlich herkommt. Also im Prinzip in die Welt des anderen einzutauchen, was natürlich die kulturelle Komponente einfach mit einschließt. Und deswegen sind so diese Grundhaltung, mit denen, wie ich arbeite, haben kultursensiblen und eben diesen bindungssensiblen oder bindungsbasierten Brille und Ansatz ist doch mal ergänzt logischerweise in der richtigen Arbeit mit den einzelnen KlientInnen mit verschiedenen ganzheitlichen therapeutischen Techniken. Mhm. Okay. Also die ich teilweise eben entweder nur im therapeutischen Bereich anwende oder eben halt im Coaching. Ja, okay. Ich merke schon, du bist da sehr, sehr breit gefächert und auch weit aufgestellt. Also hast du auch eine sehr, sehr weite Kenntnis. Was mich jetzt so ein bisschen interessieren würde, wäre, also jetzt auch zum Thema Bindung, beispielsweise, also ich selber komme aus Norddeutschland und ich sage jetzt mal, man hat eine Partnerin, in meinem Fall jetzt, ich gehe jetzt mal von der männlich-weiblichen Beziehung aus, die kommt irgendwie aus Süddeutschland. Mhm. Und wir würden dann zu dir kommen, so, was oder wenn so Leute zu dir kommen, was sind so die häufigsten Themen, wo du merkst, okay, das wiederholt sich oft oder das ist so ein Kernthema bei vielen?
Du hattest jetzt von Annahme gesprochen, Selbstliebe. Ja, Kannst das du da was Grundthema ausmachen? ist vordergründig erstmal Kommunikation. Was es aber letztendlich heißt, ist, den anderen nicht anzunehmen, wie er ist und auch mich nicht selber anzunehmen, wie ich bin. Ah, okay. Also manchmal das, was einem anderen nervt, sind genau die spannenden, blinden Flecke, die man bei sich manchmal nicht sehen möchte. Oder vielleicht noch gar nicht gemerkt hat, dass sie existieren. Ah, okay. Das passt mit einem Satz, den ich neulich gehört habe. Da hieß es, 90% von den Dingen, die wir anderen vorwerfen, sind eigentlich bei uns. Fand ich total krass, weil das ist ja enorm viel. Ja. Und wenn du das jetzt so Und es sagst. geht immer nur, es geht zum ganz geringen Prozentsatz um die Beziehung, um ungefähr so 2-3%. Um 10% ist es im Prinzip die Situation, in der man gerade lebt. Und der Rest ist eigene Historie, die wir mitbringen. Das eigene, mitgeschleppte. Genau. Keiner ist ohne ein Päckchen, ohne einen kleinen Rucksack. Der eine hat vielleicht einen versteckten Rucksack, der andere ist ein bisschen größer. Der eine ist vielleicht blau oder orange, aber wir alle haben irgendeinen Rucksack und sind alle irgendwie Work in Progress, wie ich es so schön nenne. Und das einfach anzuerkennen und aus dieser Akzeptanz, also im Englischen nennt man das to acknowledge, acknowledgement. Es ist mehr als nur ein intellektuelles Verstehen, es ist so ein Verstehen mit dem Bauch, mit dem Herzen. Und dann eben in dieser Erkenntnis, den anderen und sich annehmen zu lernen, in der Hilfestellung über eine Kommunikation, die beide Seiten nicht verletzt, aber hilft zu erklären oder hilft einzutauchen in die jeweilige andere Welt. Verstehe. Also es ist ja im Prinzip schon schwierig. Ich sage jetzt mal, angenommen, du hättest jetzt einen Partner oder Partnerin, der auch oder die auch aus Norddeutschland kommt, vielleicht sogar aus der Nachbarstraße. Und da hättet ihr im Prinzip auch schon möglicherweise Themen aufgrund unterschiedlicher Familienkultur. Ja, wenn dann natürlich, sag ich mal, je unterschiedlicher die Kulturen sind, desto spannender wird das. Es ist eine wahnsinnige Bereicherung, weil man kann ganz viel lernen und seinen Horizont wahnsinnig erweitern und Dinge am anderen und in einer anderen Kultur entdecken, die man vielleicht noch gar nicht wusste, dass man die cool findet. Ja. Und es ist gleichzeitig eine wahnsinnige Herausforderung, jemanden eben anzunehmen, wie er ist. In seiner Gesamtheit. Finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe darüber noch nie so richtig nachgedacht, dass dieser Aspekt ja nochmal so zusätzlich dazukommt, einfach in so einem Ausmaß. Natürlich ist das mir schon mal aufgefallen, weil ich selber lebe in NRW und hier hast du extrem viel Multikulti. In Köln, ich denke mal, in Berlin wird es nicht anders sein. Aber das nochmal aus so einer anderen Perspektive mal zu beobachten, finde ich sehr, sehr cool. Also das noch herausforderndere ist ja, wenn eine andere Sprache hinzukommt, die eben nicht die Muttersprache ist jeweils. Weil die Muttersprache, die wir haben, ist auch die Bindungssprache. Ja. Und das heißt, wie ich vorhin schon mal andeutete, wenn wir im Prinzip unbewusst zurückübersetzen oder wenn wir teilweise bewusst zurückübersetzen, dann kann der eine oder andere Begriff vielleicht eine Schieflage auslösen im Empfinden, ohne dass es unbedingt so gemeint ist. Und je mehr man sozusagen getriggert ist, also Dinge sind, die einem wirklich verletzen, wunde Punkte, desto weniger kann man im Moment nachfragen, wie hast du es eigentlich gemeint? Und deswegen ist es meine Arbeit im Prozess, Menschen zu helfen, erstmal zu verstehen, wo sie selber ein bisschen herkommen, in der inneren mentalen Konstitution und um dann daran zu arbeiten, dass man im Miteinander gut das auch nochmal angehen kann. Okay, verstehe. Ich versuche da gerade nochmal so ein alltägliches Ding, also einen alltäglichen Moment mit reinzubringen, was mir selber mal aufgefallen ist, nicht immer, aber dass
man sich in der Gesellschaft manchmal schnell ausgeschlossen fühlen kann, wenn man zum Beispiel diese interkulturelle Grenze erreicht, okay, ich verstehe diese andere Gruppe einfach gerade nicht. Aufgrund, dass die in einer anderen Sprache sprechen. Und dann erwischt man sich manchmal dabei, so, ja, ich verstehe jetzt nicht, was sie sagen, und man ist einfach direkt ausgeschlossen. Anstatt einfach zu sagen, man könnte ja einfach kommunizieren, so, ey, wäre schön, wenn ich irgendwie mit teilhaben könnte an dem Gespräch, aber häufig wird das gar nicht gemacht. Deshalb, ich finde das so super spannend, was du da dann in dieser Arbeit eigentlich mit den Leuten bewirkst, dass sie das nochmal so mehr verbindet. Also, ja, das Spannende ist natürlich auch, ist man in dem Moment in der Lage, vielleicht auch einfach zu sagen, ich komme gerade sprachlich jetzt nicht mit. Entweder zu fragen, okay, kann es jemand mir übersetzen? Oder ich habe auch schon gemerkt, dass Menschen tendenziell auch manchmal sich ausgeschlossen fühlen aufgrund einer anderen Sprache, nur sie zu hören, dass das eine gewisse innere Bedrohung darstellt. Ja, und das ist natürlich schon manchmal eine Sache, die man ernst nehmen sollte, die aber auch nicht Überhand haben sollte. Insofern, als dass die Tatsache nur, dass ich etwas nicht verstehe, nicht gleich eine Gefahr darstellt. Aber wenn ich an dem Punkt bin, dass ich möglicherweise das Gefühl habe, dass ich sehr schnell beängstigt bin, wenn ich etwas nicht verstehe, egal ob es sprachlich oder irgendein anderer Inhalt ist, dann ist es immer noch meine Einladung, dahin zu gucken, woher das eigentlich kommt. Weil grundsätzlich ist ja erstmal ganz neutral gesehen, eine andere Sprache, die ich nicht verstehe, könnte ja auch was Neugierde hervorrufen. Oder einfach zu sagen, okay, ich verstehe es jetzt gerade nicht. Punkt, ist jetzt gerade so. ja. Aber die Tatsache, wie wir drauf gucken, wie wir drauf empfinden, ist wichtig, drauf zu hören. Und es gibt uns einen Hinweis, woran wir arbeiten können. Verstehe. Sehr, sehr cool. Das ist, und ich stelle halt in der Arbeit mit Frauen im Besonderen immer wieder fest, dass wir ja nicht nur noch in einer Position sind, wo wir, sage ich mal, ein Drittel weniger verdienen, bei einer gleichen Tätigkeit wie ein vergleichbarer Mann, aber auch sonst noch oft, auch bei jüngeren Frauen, Wertesysteme existieren, die oder schnell bereit sind, in alte Rollenmuster zu gehen, oder auch vielleicht eher Zugeständnisse zu machen, wenn es um eine Familienkonstellation geht, als die Männer es am Verändern, was ich ganz toll finde. Ich erlebe immer Männer, die auch bereit sind zu sagen, ich will viel mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen. Und ich erlebe gleichzeitig, dass es immer wieder noch Frauen sind, junge Frauen, die wirklich überlegen, wenn ich diesen einen Job mache, wie kriege ich es irgendwann mal später hin. Also, dass diese Thematiken immer noch da sind, finde ich ein bisschen schade. Ist in unterschiedlichen Ländern auch unterschiedlich ausgeprägt. Und ich habe so für mich entschieden, dass es für mich schon mal wichtig ist, Frauen sie darin zu unterstützen, was sie selber als Erfolg verstehen. Ob das jetzt in puncto Female Leadership ist oder ob sie für sich einfach nochmal ihr Leben erneuern möchten, neu umstrukturieren möchten, vielleicht nach Punkten wie einer Trennung oder wenn Kinder vielleicht dann aus dem Haus sind, weil dann doch Frau XY hauptsächlich in der Familienarbeit sich fokussiert hat und letztendlich anfangen will, sich selber zu entfalten und zu genießen, was sie an Wissen und Erfahrung im Leben gesammelt hat. Und das ist mir nochmal so ein persönliches, sagen wir mal, neueren feministischen Anliegen, um da auch meinen Geschlechtsgenossin beiseite zu stehen. Das ist so auch nochmal der Grund, warum ich mich im Coaching so ein bisschen auf die Frauen fokussiert habe, um sie darin zu unterstützen, einen eigenen freien Weg zu entwickeln und zu entfalten, was sie persönlich als Erfolg empfinden. Finde ich gut. Also, weil ich erlebe das so ein bisschen auch im Umfeld und im Bekanntenkreis, das ist gerade so bei einigen Frauen so, wenn das Thema Familienplanung mit reinkommt, so ich habe immer das Gefühl, da ist immer noch so ein zusätzlicher Stein im Gedankengang drin, der irgendwie intensiver betrachtet wird, den wir Männer einfach gar nicht so
ja, wie soll ich das sagen, fast schon zwanghaft gar nicht haben. Einfach weil diese berühmte innere Uhr auch gar nicht so mittickt und gleichzeitig da auch gar nicht so ein, ja, ich weiß gar nicht, vielleicht ist das Verlangen danach auch immer gar nicht so riesig bei uns. Ich weiß nicht, das kann ich jetzt nur aus eigener Sache sprechen. In einem gewissen Alter. Was ich auch noch spannend beobachte, wenn ich jetzt Klientinnen habe, die entweder wenn es jetzt deutsche Klientinnen sind, die entweder aus dem ehemaligen Westdeutschland kommen oder welche, die vielleicht aus Ostberlin kommen oder ehemaligen ostdeutschen Bundesländern, dann stelle ich fest, dass auch da es ein kultureller Unterschied gibt. Klar. Zwischen was man früher mal Ossi und Wessi nannte, so schön, dass Frauen in ihrem Selbstverständnis mit einem ehemaligen ostdeutschen Hintergrund ein ganz anderes Selbstverständnis haben in Sachen Berufstätigkeit, zumindest in einer gewissen Altersklasse, als Frauen, die aus einem westdeutschen Hintergrund kommen. Ja? Also dieses genauer erklären. Also eine sehr gute Freundin, Kollegin von mir, sagt, die sind in Ostdeutschland aufgewachsen und sie sagt einmal, für meine Mutter war es völlig egal, ob sie geschieden war oder nicht. Sie hat einen Job gehabt und sie hat Vollzeit gearbeitet. Kinder waren versorgt. Ja, also in Deutschland war ja bis, sag ich mal, im Westteil Deutschlands war ja wirklich, also Kinderbetreuung ist eigentlich noch immer irgendwie ein Thema. Kinderbetreuung, Kita, kriege ich einen ganzen Kita-Platz, kriege ich keinen ganzen Kita-Platz, wie sieht die Betreuung aus in der Grundschule, kriege ich einen Hortplatz, kriege ich keinen Hortplatz. Das ist noch immer komplett vom Tisch. Ja? Das heißt, da war sozusagen gesellschaftspolitisch oder Gesellschaftsmöglichkeiten für Frau im ehemaligen Westdeutschland eine ganz andere kulturelle Gegebenheit als in Ostdeutschland. Okay, verstehe. Das fand ich jetzt immer mal sehr spannend festzustellen. Da bin natürlich auch ich mit meiner kulturellen Brille als sozusagen Wessi auch nochmal, hatte ich total nicht auf dem Schirm, sage ich ganz ehrlich, ja, dass das Frauenselbstverständnis in der ehemaligen DDR ein komplett anderes war als zu meiner Zeit. Ja? Also die Frauen, mit denen ich arbeite, die sind ja auch meistens im mittleren Alter wie ich, auch einige, die jetzt jünger sind, aber gerade, sag ich mal, die Menschen, die, sag ich mal, eher 18, 20 waren, als die Wende, wie so schön hieß, erfolgte, die im Prinzip in den alten Strukturen groß geworden sind, ja, erfahre ich immer wieder, dass da doch ein ganz anderes Selbstverständnis ist an Berufstätigkeit, an Erfolg, an Identifikation mit Erfolg und auch was so in Anführungszeichen den Blick einer guten Frau oder guten Mutter ausmacht. Ja, ganz also anderes, einfach was sie da mitbringen, ne? Ja. Verstehe. Ja, spannend. Also ich merke schon, du hast dann viel, also wahrscheinlich auch sehr viel Frauen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, also jetzt nicht nur rein deutsch unterschiedlichen kulturellen, sondern auch international. Kann ich das so verstehen, dass du überwiegend auch Frauen, sage ich mal, du sagst in deinem Alter, das heißt, sage ich mal, man hat schon irgendwie so einen gewissen Zyklus an Arbeit, Studium, alles durch. Vor oder während, ja, ich weiß jetzt gar nicht so, Familienplanung, oder ist es eher so, dass sie sagen, ich weiß jetzt gar nicht, so ein Beispiel so von Bekannten, irgendwie, die sind jetzt über 50 und naja, wie du sagtest, Kinder sind aus dem Haus, aber was mache ich jetzt? Weil aufhören will man ja, also man hört ja dann nicht auf, da zu sein. Ja, nee, es ist eigentlich eine Spannbreite. Also ich habe einige Klientinnen, die sind 29 und welche, die sind über 70. Ich habe die ganz Spannbreite. Ja. Okay. Aber so wie ich schon irgendwann mal mich, sag ich mal, aufgestellt habe, innerlich war es schon im Prinzip diese grobe Spannbreite zwischen 30 bis 60. Ja, also die Frauen, die einfach im Lebensalltag stehen, ihre Frau stehen, ob das
möglicherweise in der dualen Belastung oder in der dualen Herausforderung ist, dass sie sich entschieden haben, Familie und Beruf gut zu meistern, oder ob es Frauen sind, die sagen, okay, meine Kinder sind jetzt aus dem Gröbsten raus und jetzt gucke ich endlich nach mir und werde aus dem, was ich am Hintergrund vor der Kinderzeit hatte, nochmal reconnecten, wie der Amerikaner sagen würde, und gucken, was ich daraus machen kann. Okay, ja, sehr spannend. Finde ich echt gut, weil ich merke, also ich kenne es halt auch selber und vielleicht kennen die Zuschauerinnen das auch, dass da häufig einfach so gewisse Blockaden auch vom Elternhaus mitgebracht werden oder auch einfach von dem jeweiligen Background, was man sich da vielleicht manchmal gar nicht erlaubt, dass man da so raustritt aus dieser, sage ich mal, typischen Rolle. Und da kann es dann einfach, glaube ich, sehr, sehr hilfreich sein, wenn man da jemanden zur Seite hat. Vor allem mit so einem Hintergrund wie bei dir. Ja, manchmal merken wir ja gar nicht, welche, sag ich mal, inneren Loyalitäten wir haben zu dem, wie wir aufgewachsen sind. Ja, das macht ja nicht unbedingt halt vor der kulturellen Historie sozusagen der direkten Elternschaft, ja, also der direkten vorhergehenden Generation. Es geht ja manchmal auch schon weiter, ja, also in die Großeltern- oder Urgroßelternrichtung, wo manchmal, sag ich mal, in Familienstrukturen einfach Loyalitäten sitzen, ob das jetzt in der Paarbeziehung und bei beiden auftaucht oder jetzt spezifisch jetzt, wenn wir nochmal auf das Frauencoaching einen Blick werfen, dass eine Frau irgendwelche Loyalitäten in sich trägt und vielleicht denkt, wieso komme ich in dem Punkt eigentlich gar nicht weiter? Ich will irgendwo anders hin, aber irgendwie klappt das nicht. Was klappt dann dauernd nicht? Dann sind es durchaus auch Loyalitäten, die, wie man so schön sagt, transgenerational sind, wo einfach unausgesprochen in der Familie oder auch vielleicht kulturell gewisse Dinge nicht erlaubt sind oder gedacht sind, die sollen nicht so sein. Oder Glaubenssysteme existieren wie, Frau macht sowas nicht oder du kannst das nicht. Oder du solltest das nicht. Oder ja, ob es jetzt darum geht, irgendeine Karriere zu verfolgen oder gutes Geld zu verdienen oder einen gewissen Beruf zu ergreifen, der vielleicht, keine Ahnung, außerhalb des Spektrums ist, was als normal ansieht, was Künstlerisches machen will und alles sagen, das geht ja gar nicht, du willst damit Geld verdienen. Also solche Glaubenssätze zum Beispiel auch. Ne, wie kannst du was machen, das ist kein sicherer Job, mach was Ordentliches, Kind. Oh, ja, so oft gehört. Das ist wirklich das ist so einer, den, glaube ich, haben sehr, sehr viele gehört, glaube ich, gerade im deutschsprachigen Raum. Witzig, dass du auch mit den Glaubenssätzen, da fällt mir was ein. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Dame, die war, was ist die denn, Mitte, Ende 60, und die hatte irgendwann mir den Glaubenssatz sozusagen im Beisatz erwähnt, dass den hat sie auch noch, weil sie eine Frau ist, darf sie das und das nicht oder macht sie das und das. Was ein Schwachsinn eigentlich. Aber der war halt komplett bei ihr drin. Sie kommt aus dieser Generation und habe das nie anders kennengelernt. Und dann saß ich erstmal da und habe ihr das erste Mal eigentlich so gesagt. Und ich konnte richtig sehen, und ich weiß nicht, vielleicht ist es für manche Zuschauerinnen da draußen auch relevant, wenn ihr diesen Satz in euch habt, ihr könnt das und das nicht machen oder müsst das und das machen, weil ihr eine Frau seid. Ey, das funktioniert halt nicht. Nein, vergiss den Satz. Ja, du musst es einfach löschen. Und das, ja genau, das ist ja das Spannende, was du jetzt gerade sagst, genau löschen. Es geht gar nicht so einfach, weil wir haben ja diese inneren Loyalitäten. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich der Thematik stelle, dass ich diesen Satz ablegen möchte, dann werden alle möglichen unterbewussten Alarmanlagen angehen, die in der Geist wie so eine Art Tiade im Kopf ablaufen und irgendwelche Rechtfertigungen machen, warum dieser Glaubenssatz doch richtig ist. Ja, klar. Ja? Das ist ein klassischer Punkt, wo man sagen würde, okay, da ist Hilfe von außen vielleicht sinnvoll und gefragt, um das ablegen zu können, weil es ist so eine Art von selbstkreierten oder in der Familie kreierten, wie man Englisch sagt, glaser ceiling, ja, also so ein gläsernes Dach.
Und ich hatte letztens eine spannende Unterhaltung mit meiner ältesten Tochter, die ist jetzt Anfang 20 und sie hatte so einen Glaubenssatz, was Frauen sind, die arbeiten oder sehr erfolgreich sind und welche nicht. Und da war ich überrascht, weil diese Aussage war keine Aussage von mir, die war eine Aussage ihrer Oma, meiner Ex-Schwiegermutter. Und das fand ich sehr spannend zu beobachten. Wir haben es dann halt im Gespräch auch ein bisschen geklärt und ich habe das relativiert und hat dann auch verstanden, dass das loslassen kann. Aber das Spannende war, dass so ein Satz so präsent ist in einem so jungen Menschen, obwohl sie jetzt nicht bei dieser Großmutter aufgewachsen wäre oder so. Das heißt, nur über diese Häufigkeit oder diese relative Häufigkeit an Besuchen und der innigen Beziehung zu der Großmutter sind trotzdem die Sätze hängen geblieben. Ja. Das fand ich total spannend, weil es hat nochmal so einen Punkt in meiner Arbeit gezeigt, dass es gar nicht so viel braucht, dass etwas hängen bleibt, sondern halt damit zusammenhängt, von wem es kommt auch. Ja, und wie stark diese Bindung zu dieser Person ist, weil da einfach Emotionen auch mit abgespeichert werden in diesen Gedanken. Richtig, ja. Genau. Und das ist das Spannende und das macht's. Und es geht ja auch in einer positiven Richtung. Ja, es geht ja auch in der Richtung, dass du Kind, was auch immer du werden willst, du kannst werden, was du willst. Oder Kind, verfolge deine Träume. Ja? Diese Sätze haben wir ja auch in uns. Es ist nicht so, dass wir nur Sachen mit uns mittragen über die Generation, die was Negatives sind. Es sind auch die positiven Dinge, ja. Oder halt eben auch eine gewisse Resilienz, eine Stärke, um Dinge und Herausforderungen zu meistern. Aber trotzdem ist es halt mal spannend, so sich klarzumachen, dass diese Kombination aus diesen Sätzen, die man hört, also die Sprache, eingebettet in den kulturellen Hintergrund, durch diese Beziehung, die man zur Person hat, dann im Prinzip, sage ich, diese Kombination kreieren, die so wunderbar sitzen bleibt mit dir. Verstehe. So eine schöne diese Verknüpfung, die ist so schön miteinander auch nochmal verknüpft. Ja, durch eine zusätzliche Ebene einfach. Genau. Super spannend. Ich meine, dass du mir gesagt hattest vorab, dass du nicht nur mit deutschen Klienten arbeitest, sondern natürlich auch aufgrund des interkulturellen Hintergrundes auch mit wahrscheinlich überwiegend englischsprachigen Frauen dann wahrscheinlich auch oder Paaren, richtig? Ja, das ist unterschiedlich. Also ich habe auch Klientinnen, die aus Italien kommen oder aus Frankreich. Aber die Sprachen, in denen ich arbeite, ist Deutsch und Englisch. Okay. Also mein Schulfranzösisch langt dafür nicht aus und dem Italienischen bin ich nicht wirklich mächtig. Also insofern, die Sprachen, in denen ich arbeite, sind Deutsch und Englisch. Und das ist auch in Deutschland, also in Berlin zumindest, auch ein bisschen so die Frage, die Sprache, in die viele arbeiten, die von anderen Ländern kommen, ob es jetzt aus Spanien ist oder aus Lateinamerika oder aus dem asiatischen Bereich oder eben aus dem Nahen Osten. Wer hierher kommt und noch nicht Deutsch kann, kommuniziert auch in Betrieben, in Unternehmen auf Englisch. Und auch da ist ja immer wieder eine spannende Blick darauf zu werfen, wie geht es mir, wenn ich jetzt neu im Land ankomme? Ja, wie komme ich an? Also wie gesagt, diese Normalität, diese Brille, durch die ich gucke, auch in der Unternehmenskultur, wie gehe ich damit um, wie geht es mir damit, wie reagiert die Unternehmenskultur auf den Expatriate, der vielleicht von woanders nach Deutschland kommt. Oder auch jemand, der einfach entschieden hat, er möchte hier leben. Also es ist ja schon ein Unterschied zwischen einem Einwanderer und Expatriate. Also der Einwanderer entscheidet sich ja im Regelfall, ich gehe jetzt in dieses Land und ich möchte mein Leben komplett aufbauen. Ja. Und der Expatriate kann sein, dass der in 3-4 Jahren wieder woanders ist. Ja, krass. Das heißt, das ist nochmal ein anderes Leben zwischen den Kulturen. Es sind nochmal unterschiedliche Herausforderungen. Und das ist auch eben ein Bereich, den ich durch meine Erfahrung in den USA als Expatriate mit abdecken kann. Und deswegen finden mich auch immer wieder mal Expatriates, mit denen ich arbeite. Okay. Sehr, sehr schön.
Super spannend. Ich glaube, da könnte man noch ewig weiter tief reingehen. Ja. Ich hoffe, so die Zuschauer haben, oder ich bin davon überzeugt, dass die Zuschauer ein Bild von dir bekommen haben, was du anbieten kannst und auch deinen Background, wie hilfreich das sein kann. Wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir arbeiten möchte? Über meine Webseite, kaleidoscope-berlin.com. Den gibt es auf Deutsch und auf Englisch, die Webseite. Und ich denke mal, wir können auch unten dann meine Telefonnummer, dann die E-Mail-Adresse einblenden, insofern auch über die E-Mail-Adresse. Also Webseite, E-Mail-Formular. Genau. Okay, sehr, sehr schön. Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage an dich, Anja. Und zwar, ja, was bedeutet es für dich, glücklich zu sein? Das ist eine schöne Frage. Glücklich zu sein ist für mich, in dem Moment leben zu können. Also diese kleinen Momente des Alltags im Präsentsein, im Hier und Jetzt. Ob das Momente sind, wo ich einfach mal auf dem Balkon sitze und die Sonne mir ins Gesicht scheinen lasse und das tierisch genieße. Ja. Oder ob das Momente sind, wo ich sage, ach, guck mal, ich höre einen Vogel, oder einfach mal die Stille zu genießen. Also diese Wertschätzung für das kleine Hier und Jetzt ist für mich eigentlich so der Schlüssel zum Glücklichsein. Und insofern glaube ich, behaupte ich mal, dass mit dieser zunehmenden Aufmerksamkeit, für die ich mich entschieden habe und an mir trainiert habe, damit kam ich ja auch nicht auf die Welt sozusagen, damit wurde auch nicht aufgezogen unbedingt. Das hat wirklich dazu geführt, dass ich in dem Punkt sagen muss, ja, bin ich ein glücklicher Mensch. Das habe ich mir, und das ist mir so richtig heilig geworden, die kleinen Momente zu genießen. Kleine Momente genießen. Finde ich super. Okay, Anja, ich sage vielen lieben Dank. Ja, ich danke dir fürs Interview. Thema. Ich habe mega viel gelernt. Und ja, ich wünsche dir alles Gute und sag bis bald. Okay, danke. Bis dann. Tschüss. Ciao.